Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich dir im Teil 1, wie du das erste Muster vom Wind- und Wellenschal strickst und was für Materialien du dazu benötigst. Zu diesem Schal benötigst du 3 verschiedene Farben. Ich habe natürlich zum Thema Wind und Wellen maritime Farben gewählt. Einmal habe ich hier ein Light Blue, dann ein Dark Denim und ein Natural White. Die Wolle ist von der Firma Hobby. Sie heißt Twister Solid. Jeder Knäuel hat ein Gewicht von 100 Gramm und eine Lauflänge von 400 Metern. Das Material ist aus 55% Baumwolle und 45% Polyacryl. Ich empfehle für Lace-Tücher immer ein Gemisch aus Baumwolle und Polyacryl zu nehmen. Das hat den Vorteil, dass das Strickstück nach dem Waschen schön in Form bleibt und nicht ausleiert. Dazu benötigst du noch eine Rundstricknadel. Ich habe hier eine Länge von 80 cm und die Nadelstärke ist zwischen 3 und 4 mm. Die Nadelstärke bestimmt dabei, ob dein gestricktes eher locker oder fest wird. Strickst du locker, dann nimmst du eine dünnere Stricknadel, damit das Strickbild kompakt bleibt. Strickst du eher fest, nimmst du eine dickere Nadel, damit das Gestrickte nicht zu eng und zu steif wird. Wichtig dabei ist, dass die Nadelstärke deiner Strickart angepasst wird. Denn je nach Muster und Garn kann eine andere Nadelstärke besser geeignet sein, um das gewünschte Strickergebnis zu erzielen. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Nadelstärke am besten für dich in Frage kommt, dann empfehle ich dir am besten zuerst eine kleine Maschenprobe zu stricken. Dann kannst du sehen, wie dein Strickstück aussieht und je nachdem kannst du dann die Nadelstärke noch anpassen. Bevor wir nun zu stricken beginnen, möchte ich dir noch erklären, wie du eine Chart, also eine Strickschrift, richtig liest und umsetzt. Eine Chart ist eine grafische Darstellung deines Strickmusters. Statt Worten steht hier jede Masche als Symbol gezeichnet. Die einzelnen Kästchen entsprechen jeweils einer Masche. Die Reihen werden von unten nach oben gelesen. Und jede Reihe wird von rechts nach links gestrickt. In der Legende, die du in der Anleitung findest, ist genau beschrieben, was die Symbole bedeuten. Und zwar kannst du hier sehen, zum Beispiel ein leeres Feld bedeutet, eine rechte Masche zu stricken. Ein türkisfarbenes Feld bedeutet, eine rechte Masche zu stricken. Und diese werden auch noch zusätzlich auf der Rückseite rechts gestrickt. Ein Kreis bedeutet, einen Umschlag zu stricken. Hier haben wir die Symbole mit 2, 3 und 4 nummeriert im Kreis. Hier wird jeweils zweimal ein Umschlag gestrickt, dreimal ein Umschlag gestrickt, viermal ein Umschlag gestrickt. Darauf gehe ich aber dann im einzelnen Muster nochmal separat ein. Dann haben wir hier
einen Querstrich, das bedeutet eine linke Masche zu stricken. Dann hier haben wir einen Strich links nach oben, das bedeutet, ich hebe eine Masche rechts ab, ich stricke eine Masche rechts und die abgehobene Masche ziehe ich dann über die gestrickte. Dann habe ich hier den Schrägstrich nach rechts, das bedeutet 2 Maschen rechts zusammen stricken und die grauen Felder, die haben keine Bedeutung. Es ist wichtig, diese Legende genau zu lesen, damit du weißt, wie du jede Masche stricken musst. Wenn du unsicher beim Stricken bist, hilft dir die Chart Reihe für Reihe abzuarbeiten und abzustreichen. Dann hast du immer den Überblick, wie du die Chart stricken musst. Und mit etwas Übung wirst du merken, dass das Arbeiten nach Chart deine Muster viel übersichtlicher macht und es dir ermöglicht, auch komplexere Muster einfacher umzusetzen. Nun starten wir mit der Strickarbeit und dazu schlage ich 6 Maschen auf meiner Stricknadel an. 5, 6. Das ist der ganz normale Maschenanschlag. Dann wende ich meine Arbeit und stricke alle Maschen rechts ab. Also ich stricke hier die 3 Maschen rechts, einen Umschlag und wieder 3 Maschen rechts. Auf der Rückseite stricke ich 3 Maschen rechts, dann den Umschlag stricke ich links und wieder 3 Maschen rechts. Wenn du die erste Reihe gestrickt hast, empfehle ich dir, diese abzustreichen. Ich nehme dazu einen Kugelschreiber oder Bleistift zur Hand und streiche mir die Reihe so durch. So. Das hat den Vorteil, dass du immer eine gute Übersicht hast, wie viele Reihen du schon gestrickt hast. Gerade wenn du mal eine längere Zeit die Strickarbeit ruhen lässt, dann siehst du immer ganz genau, welches das deine letzte Reihe war, die du gestrickt hast. Nun kommen wir bereits zur Reihe 2. Hier stricke ich wieder 3 Maschen rechts, dann die 4. rechts, einen Umschlag und wieder 3 Maschen rechts. Das kannst du hier nochmal auf der Chart sehen. Also ich habe 3 Maschen rechts gestrickt, dann nochmal eine rechts, der Umschlag und 3 Maschen rechts für den Rand. Die Rückseite stricke ich wieder 3 Maschen rechts, den Umschlag links, die nächste
Masche auch links und für die 3 Randmaschen wieder rechts. Dann streichst du dir die Reihe 2 wieder ab und fährst dann weiter mit der Reihen 3 bis 6, genauso wie wir die ersten 2 Reihen gestrickt haben, indem du in jeder Reihe immer am Ende einen Umschlag strickst. So verbreitert sich das Tuch Reihe für Reihe. Und wenn du das gestrickt hast, sehen wir uns bei Reihe 7 wieder. Du hast nun die ersten 6 Reihen gestrickt. Das Gestrickte sollte nun so aussehen. Und nun kommen wir zum Farbwechsel und zur ersten Rippenreihe. Also du kannst hier sehen, diese Reihen sind in Türkis eingezeichnet. Das heißt, wenn du in der Symbolliste nachschaust, diese Maschen werden auf der rechten Seite rechts gestrickt und ebenfalls auf der ganzen Rückreihe. Wenn ich einen Farbwechsel mache, nehme ich immer hier die vorhergehende Farbe und dann die neue Farbe dazu. Lass hier ein kleines Stück stehen und stricke dann die erste Masche immer mit beiden Fäden zusammen ab. Also ich nehme es hier zusammen und stricke dann hier diese beiden rechts zusammen ab. Dann hast du hier 2 Fäden in der ersten Masche. Dann kannst du hier den Faden zur Seite legen von der ersten Farbe und strickst mit der zweiten Farbe weiter. Also hier in Dark Denim stricke ich hier die ganze Reihe rechts ab. Hier am Ende der Reihe wieder den Umschlag nicht vergessen und das Ende der Reihe. Das sieht dann so aus. Und die Rückseite stricke ich ebenfalls rechts zurück. Wenn ich auf der Rückseite zurückstricke, dann darauf achten, dass du hier die erste Masche, wo du nun 2 Fäden auf der Nadel hast, dass du hier diese als eine Masche und nicht als 2 abstrickst. Sonst hast du dann eine Masche zu viel. So kannst du diese Maschen anziehen und dann siehst du hier, dann gibt es am Anfang kein Loch in der Strickarbeit. Wir haben nun hier die erste Rippenreihe gestrickt, die kann ich mir jetzt auch abstreichen und das Ganze sieht dann so aus. Nun kommen wir bereits zum nächsten Farbwechsel. Und zwar wechseln wir auf die Farbe Natural White. Hier nehme ich auch wieder ein Stück der Wolle und nehme diese jetzt zusammen mit der zuletzt gestrickten Farbe. Also das heißt mit dem Dark Denim nehme ich die hier wieder zusammen und stricke die erste Masche rechts wieder mit diesen 2 Fäden zusammen ab und habe dann hier wieder 2 Fäden von der ersten Masche und fahre dann mit Weiß fort und stricke die ganze Reihe mit rechten Maschen ab. Am Ende der Reihe den Umschlag wieder nicht vergessen.
Und die Rückreihe in Natural White wird auch hier wieder alle Maschen rechts abgestrickt bis zum Ende der Reihe. Am Ende der Reihe hast du auch hier wieder 2 Fäden, einmal weiß, einmal Dark Denim. Die strickst du auch wieder zusammen als eine Masche ab. Hier die Fäden wieder schön anziehen und dann hast du auch hier einen wunderschönen Übergang. Nun fahren wir mit der Reihe 9 der Chart weiter und zwar stricken wir hier das Wellenmuster. Du kannst hier sehen, hier sind diese Kreise, das bezeichnet einen Umschlag und die Zahl im Kreis zeigt an, wie viele Umschläge das gestrickt werden. Also das heißt, ich habe hier 2, 3, 4, wieder 3 und nochmals 2 Umschläge. Und wie man das jetzt strickt, das zeige ich dir. Und zwar starten wir mit der Reihe 9 und wir wechseln wieder zu der Farbe Dark Denim. Das heißt, ich nehme mir den weißen Faden und den Dark Denim wieder zusammen und stricke damit die erste Masche zusammen ab und habe dann wieder hier die 2 Fäden. Dann lege ich den weißen zur Seite und fahre nur mit Dark Denim fort und stricke dann nochmals die 2 Maschen rechts. Dann habe ich hier nochmals eine Masche rechts und dann beginne ich mit diesem Wellenmuster mit den Umschlägen. Das heißt, ich steche jetzt mit der rechten Nadel in die Masche wie zum Reststricken ein, mache 2 Umschläge auf der Nadel und ziehe diese dann durch die rechte Masche. Das sieht dann so aus, dann hast du 2. Dann stichst du in die nächste Masche ein, wie zum Reststricken, machst dir 3 Umschläge, 1, 2, 3 und durch die Masche ziehen. Dann hast du 3. Dann die nächste machen wir 4, also wieder wie zum Reststricken einstechen, dann 1, 2, 3, 4. Da kannst du dir diese so ein bisschen zur Seite schieben und durch die Masche ziehen. Dann hast du 4. Dann zur nächsten wieder wie zum Reststricken einstechen, 3 Umschläge, 1, 2, 3. Durchziehen und nochmals 2. 1, 2, durchziehen. So. Dann haben wir also hier 2, 3, 4, 3, 2 Umschläge gestrickt. Jetzt haben wir nochmals 2 Maschen rechts, ein Umschlag und 3 Maschen rechts bis ans Ende der Reihe. Nun sind wir auf der Rückseite dieses Wellenmusters. Dazu stricke ich die ersten 3 Maschen rechts ab. Der Umschlag der Vorrunde links. Dann habe ich die 2 rechten Maschen und dann komme ich hier zu den Umschlägen. Das heißt, ich steche jetzt hier in die Masche mit den Umschlägen
wie zum Reststricken ein, hole mir den Faden von hinten und dann lasse ich alle Umschläge von der linken Masche gleiten. Es gibt dann hier eine größere Masche. Bei der nächsten wieder wie zum Reststricken, den Faden holen, auf die rechte Nadel gleiten lassen und dann hier die Umschläge abwickeln. Dann wird die Masche hier noch größer. Dann kommen wir zu den 4, wieder wie zum Reststricken und die Umschläge von der Nadel gleiten lassen und dann wird es hier noch größer. Also nicht erschrecken, das ist ganz normal so und das muss auch so sein. Dann habe ich hier nochmals die 3 rechts abstricken und die Umschläge fallen lassen. Dann bei den 2 auch nochmal rechts abstricken, die Umschläge fallen lassen. Dann hast du hier, siehst du hier, wie so eine Welle. Die Maschen sind klein, werden größer und nachher wieder kleiner. Dann stricke ich meine restlichen Maschen rechts ab und daran denken, am Ende wieder die 2 Farben als eine Masche abzustricken. Und das sieht dann so aus. Nun kommen wir zur Reihe 10 und zur nächsten Rippenreihe. Die Reihe 9 kann ich mir wieder abstreichen und wir stricken jetzt die nächste Rippenreihe. Dazu nehme ich wieder die Farbe Dark Denim und Weiß zusammen aus den Vorrunden und stricke mir wieder die erste Masche mit beiden Farben zusammen ab. Dann wechsle ich zu Natural White und stricke alle Maschen rechts ab. Und am Ende der Reihe immer daran denken, dass du die Umschläge nicht vergisst, weil sonst kann es passieren, dass du plötzlich zu wenig Maschen auf der Nadel hast. Die Rückreihe wird nun wieder alle Maschen rechts gestrickt. Und wieder darauf achten, die letzte Masche mit den 2 Farben wieder als eine Masche zu stricken und dann wieder schön anzuziehen. So, jetzt haben wir unsere nächste Rippe und du kannst schon sehen, wie wir hier schon, wie sich die erste Welle andeutet. Nun kommt noch die letzte Rippe dazu. Hier stricken wir analog der untersten Rippe, also hier nochmal eine Rippe in Dark Denim, wieder den weißen und den blauen Faden zusammennehmen für die erste Masche, zu Dark Denim wechseln und wieder die ganze Reihe rechter Maschen abstricken und auch hier wieder die letzte, also den Umschlag nicht vergessen. Und auch diese Rückreihe stricken wir alle Maschen rechts und am Ende wieder die 2 Fäden als eine Masche abstricken und schön anziehen.
Nun haben wir also die 2 Rippenreihen 10 und 11 gestrickt. Die kann ich mir jetzt wieder auf der Chart abstreichen. Und wir kommen jetzt zu diesem Lace-Muster. Dazu machen wir wieder einen Farbwechsel in der Reihe 12. Das heißt, ich nehme jetzt das Light Blue wieder zur Hand, nehme es mit der letzten Farbe, mit dem Dark Blue zusammen und stricke wieder die erste Masche beide zusammen ab. Und fahre dann mit Light Blue weiter und stricke mir alle Maschen rechts ab. Bis ans Ende und wieder den Umschlag und die 3 rechten Randmaschen. Auf der Rückseite strickst du nun 3 Maschen rechts, alle folgenden Maschen links und wieder die 3 Randmaschen rechts. Dies wiederholst du noch einmal und dann hast du diese 2 Reihen 12 und 13 vorne rechts und hinten links gestrickt. Nun hast du die Reihen 12 und 13 glatt rechts gestrickt. Die kannst du dir jetzt auch wieder abstreichen. Und deine Strickarbeit sollte nun so aussehen. Und wir fahren jetzt weiter mit der Reihe 14 vom Lace-Muster. Dazu stricke ich jetzt zuerst 3 Maschen rechts. Dann habe ich hier eine linke Masche, ein Umschlag, ein überzogenes Abnehmen und 4 Maschen rechts. Also stricke eine linke Masche, ein Umschlag, ein überzogenes Abnehmen. Das heißt, ich hebe diese Masche wie zum Reststricken auf die rechte Nadel, stricke eine Masche rechts und hebe dann die abgehobene über die gestrickte. Ziehe sie so drüber und dann kannst du sehen, dann neigt sich die Masche so nach links. Dann stricke ich 4 Maschen rechts, habe wieder 2 Maschen links, hier, und mache wieder einen Umschlag und nochmals ein überzogenes Abnehmen. Also auch hier, ich hebe die Masche ab, stricke eine Masche rechts, hebe die abgehobene über die gestrickte und habe hier wieder diese schräge Masche. Dann habe ich hier noch 2 Maschen rechts und einen Umschlag, damit sich der Schal verbreitet, und wieder meine 3 rechten Randmaschen. Auf der Rückseite stricke ich wieder die ersten 3 Maschen rechts, alle folgenden links und die 3 Randmaschen rechts. Wir kommen jetzt zur Reihe 15 der Chart. Hier stricken wir eigentlich nochmals das gleiche Muster, außer dass sich hier diese gestrickten Abnahmen sich um eine Masche versetzen. Ich zeige dir jetzt, wie die Reihe gestrickt wird. Also das heißt, wir haben wieder 3 Maschen rechts. Dann habe ich
eine linke Masche, einen Umschlag, eine Masche rechts und dann habe ich hier wieder das überzogene Abnehmen, das heißt, ich hebe wieder eine Masche ab, stricke eine Masche rechts, hebe die abgehobene, also ziehe die abgehobene über die gestrickte. Dann haben wir 3 Maschen rechts, 2 Maschen links, ein Umschlag, eine Masche rechts und nochmals ein überzogenes Abnehmen und 2 Maschen rechts und wieder einen Umschlag. Und die Rückseite strickst du wieder 3 Maschen rechts, alle folgenden Maschen links und die letzten 3 Randmaschen wieder rechts. Nun sind wir bei Reihe 17 und das Muster wiederholt sich nochmals wieder um eine Masche versetzt. Stricke 3 Maschen rechts, eine Masche links, ich habe 3 rechts, ein überzogenes Abnehmen, eine Masche rechts, 2 Maschen links, dann wieder ein Umschlag, 3 Maschen rechts, ein überzogenes Abnehmen, eine Masche rechts, eine links und der Umschlag und die 3 Randmaschen. Auch hier die Rückseite wieder 3 Maschen rechts, alle folgenden Maschen links, 3 Maschen rechts. Wir kommen nun zu Reihe 18, wo sich das Muster nochmals wiederholt und um eine Masche verschiebt. Also das heißt, ich stricke 3 Maschen rechts, eine Masche links, ein Umschlag, 4 Maschen rechts und ein überzogenes Abnehmen. Dann habe ich 2 Maschen links, wieder ein Umschlag, 4 Maschen rechts, ein überzogenes Abnehmen und 2 Maschen links, ein Umschlag und die 3 rechten Randmaschen. So. Und auf der Rückseite strickst du wieder 3 Maschen rechts, alle folgenden Maschen links, 3 Maschen rechts. Wir fahren jetzt weiter mit Reihe 19. Hier neigt sich das Muster nach rechts, damit sich wie hier so eingezeichnet sich eine Welle bildet. Und hier werden die Abnahmen anders gestrickt als vorher. Hier hatten wir ein überzogenes Abnehmen, hier stricken wir 2 Maschen rechts zusammen. Das heißt, ich stricke wieder die ersten 3 Maschen rechts, dann habe ich eine Masche links, 4 Maschen rechts, 3, 4, dann 2 Maschen rechts zusammen. Das heißt, ich steche hier mit der Nadel in die zweite Masche ein, steche durch beide Maschen durch, hole den Faden und ziehe diesen durch und so habe ich 2 Maschen rechts zusammengestrickt. Einen Umschlag, 2 Maschen links, dann wiederholt sich das Ganze. Ich habe 4 Maschen rechts,
wieder 2 Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, 2 Maschen links, eine Masche rechts, ein Umschlag und bin dann wieder bei meinen 3 Randmaschen. Die Rückseite wie gehabt, 3 Maschen rechts, alle folgenden Maschen links, 3 Maschen rechts. Nun stricken wir die Reihe 20. Hier wiederholt sich auch das Muster der Vorreihe und versetzt sich um eine Masche nach rechts. Du strickst wieder deine 3 Randmaschen, eine Masche links, dann haben wir 3 rechte Maschen, dann 2 Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche rechts, ein Umschlag, 2 Maschen links, dann wiederholt sich das Ganze, 3 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen, eine Masche rechts, ein Umschlag, 2 links, 2 rechts, ein Umschlag und die 3 Randmaschen. Wir kommen nun zu Reihe 21 und auch hier wiederholt sich das Muster nochmals mit einer Masche nach rechts verschoben. Also verschoben, das heißt, sie neigt sich einfach hier nochmals eine mehr nach rechts. Ich stricke wieder 3 Maschen rechts ab, eine Masche links, dann 2 Maschen rechts, dann wieder 2 Maschen rechts zusammen, 2 Maschen rechts, ein Umschlag, 2 links, dann wiederholt sich das Ganze, 2 Maschen rechts, 2 rechts zusammen, 2 Maschen rechts, ein Umschlag, 2 links, 2, 3 rechts und ein Umschlag und die 3 Randmaschen rechts. Dann fahren wir weiter mit der Reihe 22. Auch hier wird sich das Muster nochmals wiederholen. Ich stricke wieder meine 3 Randmaschen rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, dann 2 Maschen rechts zusammen, 3 Maschen rechts, ein Umschlag, 2 Maschen links. Das Ganze wiederholt sich hier, eine Masche rechts, 2 rechts zusammen, 3 Maschen rechts, ein Umschlag, 2 Maschen links und 4 Maschen rechts.
Nun sind wir bei Reihe 23 angelangt. Hier wiederholt sich das Muster noch ein letztes Mal und verschiebt sich wieder um eine Masche nach rechts. Und wie du hier schön sehen kannst, zeichnen sich schon die ersten Wellen ab. Also ich stricke wieder die ersten 3 Randmaschen rechts, eine links, 2 rechts zusammen, 4 rechts, ein Umschlag, 2 links, dann wiederholt sich das Ganze mit 2 Maschen rechts zusammen. Dann habe ich wieder 4 Maschen rechts, ein Umschlag, 2 Maschen links, 4, 5 rechts, ein Umschlag und meine 3 Randmaschen. Und die Rückseiten werden immer 3 Maschen rechts, alle folgenden Maschen links, 3 Maschen rechts gestrickt, wenn ich es nicht erwähnen sollte. Du bist nun in der Lage, dieses Lace-Muster selbstständig zu stricken. Ich habe dir in der Reihe 14 bis 18 gezeigt, wie das geht mit dem überzogenen Abnehmen. Dies wiederholt sich hier nochmal von der Reihe 24 bis 28. Der einzige Unterschied ist, dass sich das Muster hier natürlich verbreitert, weil wir hier ja Maschen zunehmen. Dann strickst du noch 2 Reihen glatt rechts darüber, dann haben wir 30 Reihen gestrickt und sind nun bereit für den Teil 2 des Wind- und Wellenschals. Alle Reihen dieser Chart, ausgenommen dieser blau markierten Felder, werden auf der Rückseite links gestrickt. Also das heißt hier diese Rippen, die Randmaschen 3 rechts auf der rechten Seite, 3 Maschen rechts auf der linken Seite, die werden immer auf der Vorder- und Rückseite rechts gestrickt und alles, was hier weiß gekennzeichnet ist, strickst du links auf der Rückseite. Du kannst dazu sonst auch nochmal die Chart mit den Symbolen zur Hand nehmen, wenn du unsicher bist. Der erste Teil deines Wind- und Wellenschals ist nun fertig gestrickt. Ich hoffe, du hattest viel Freude dabei und bist schon ganz gespannt, wie es mit Teil 2 weitergeht.